Leute und willkommen zurück zu 911 Scales. Wir fahren heute endlich mal wieder Panamera. Es ist schon eine Zeit her, dass wir Panamera gefahren sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Es war ein Panamera 4SE Hybrid im November. Das ist schon wirklich ein paar Monate jetzt her. Und hier fahren wir jetzt den Vorgänger von dem Panamera. Jetzt fahren wir hier das Vor-Facelift als GTS und auch als Sport Turismo, die Kombi-Variante. Ein geniales Ding. Ja, also Auto macht wieder richtig Spaß. Ja, 460 PS, 4 Liter V8. Da geht richtig was. Und ja, auch von der Konstellation wieder haben wir hier die ganzen schönen GTS-Umfänge, was ich super schön im Panamera finde. Oder generell in allen Porsche-Modellen. Ja. Ja, ich denke, da können wir heute schön was zeigen. Und das Fahrzeug ist auch extrem voll ausgestattet. Also hinten haben wir auch die elektrischen Rücksitze und allem drum und dran. Das zeige ich euch später mal. Jetzt dreht die Laura hier nochmal ihre Spaßrunde über die Autobahn. Und dann geht's los für dich. Und dann geht's los. Da sind wir schon im Odenwald. Und warum bin ich mit einem Panamera auf der Landstraße unterwegs? Weil dieser Panamera, ich glaube, eine sportlichere Fahrwerkausstattung gibt es gar nicht. PDCC Sport, also nochmal ein bisschen besser als das PDCC, was wir in dem Cayenne GTS hatten. Und noch das Porsche Torque Rectoring, das PTV. Und das ist nicht häufig auf Panameras. Und der hier fährt sich so krass. Und ich wollte unbedingt den 4-Liter-Motor mal mit PDK ausprobieren. Bisher hatten wir die nur mit dem normalen Wandlerautomatikgetriebe im Cayenne GTS. Und hier jetzt mal endlich mit PDK. Es ist so gut, es ist unglaublich. Jeder Porsche, es ist keine Überraschung, er bringt einfach Spaß. Und auch dieses Riesenschiff hier mit Hinterachslenkung auch noch, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen. Oh, genial. Absolut Sportwagen-Feeling. Also wer gerne Carreras auf der Landstraße jagen mag, dieser Panamera GTS ist das Werkzeug dafür. Genauso wie ich es mir erhofft habe bei diesem Auto, als ich es gesehen habe, bei den Gebrauchtwagen vom Porsche Zentrum Mannheim. Genauso habe ich es erwartet. Der bringt mega Spaß auf der Landstraße. Oh, 460 PS sind auch genug, da kann man auch mal Vollgas geben, ohne gleich ans Limit zu kommen, was auf so einer Straße möglich ist. Ja, und bei Panamera, die letzte Review ist echt schon lange her. Übrigens ganz lieben Dank für das coole Feedback. Das Video läuft unglaublich gut. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne einen Daumen oben da lassen für den Panamera. Und wenn ihr zu den 90% gehört, die ohne zu abonnieren gucken, ja, seid herzlich eingeladen, das zu tun. Guckt euch gerne die anderen Videos an, ist bestimmt was dabei. Aber das Beste ist halt diese Fahrposition beim Panamera. Es ist so geil, wie tief der Sitz geht. Hier mit den 18 Wegesitzen, die kann man sich halt so eng an den Körper stellen. Da kommt schon so ein bisschen Schalensitzgefühl auf. Boah, das Gripniveau, das ist irre. Und natürlich Glück, ne? Wir haben hier gerade 12 Grad purer Sonnenschein, perfekte Straßenverhältnisse, wie im Sommer. Nur nicht ganz so heiß, was natürlich so ein Turbomotor noch mehr mag. Oh, wie der drückt. Der knallt da.
460 PS für die Landstraße, genial. Klar, auf der Autobahn Turbo S, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Der Panamera-Effekt hat wieder zugeschlagen. Total verliebt in dieses Auto. Ist unglaublich, auch wenn ich den jetzt außen gar nicht so schön finde, es nicht meinen Geschmack trifft. Hey, wie sich das fährt, wie luxuriös das ist so geil beim Panamera. Also es ist wahrscheinlich sehr schwer, das hier auf einem Video rüberzubringen, wie sich das Ganze anfühlt, aber die Mixtur aus mega Luxus-Cruiser und super Sportwagen-Feeling ist einfach einzigartig und das gibt es nirgendwo bei keinem anderen Auto. Ja, außen ist er jetzt hier komplett in Carrara weiß Metallic mit schönen schwarzen Akzenten. Also das heißt, wir haben die Seitenscheibenleisten in Hochglanz lackiert, wir haben auch oben den Spoiler, der ist auch in schwarz lackiert. Sportdesign-Paket haben wir auch, das ist aber jetzt nicht schwarz lackiert. Das ist einfach so schwarz, ist beim GTS ja auch Standard. Sportabgasanlage ist auch Standard, hat das Fahrzeug natürlich auch. Und wir haben hier diese schönen 21 Zoll Räder mit dem Kontrast, diesem silbernen Ring drumherum und natürlich auch noch schwarz lackiert. Bremse ist die Stahlbremsanlage mit den roten Bremssätteln. Ja, hinten das Leuchtband ist auch abgedunkelt. Wir haben den Porsche-Schriftzug in schwarz. Wir haben den Panamera GTS-Schriftzug in schwarz. Alles perfekt als Kontrast zu dem weißen Farbton. Ja, es ist wirklich ein Riesenschiff, auch wenn es sich nicht so anfühlt und auch nicht so fährt. Es ist ein riesengroßes Auto. Es ist auch lang und hier als Sportturismo einfach genial. Mit dieser riesengroßen Heckklappe, einen riesengroßen Kofferraum. Den können wir natürlich auch über die Fernbedienung öffnen. Blinkt er uns einmal kurz an und da ist jetzt wirklich eine Menge Platz drin. Hier natürlich jetzt mein ganzer Kamerakram drin. Aber im Vergleich zum normalen Panamera ist das einfach ein bisschen praktischer mit der Heckklappe. Die Öffnung ist einfach ein bisschen steiler. Und beim normalen Panamera wird das ungefähr dann hier so sein. Und das macht einem manchmal das schon ein bisschen kaputt. Und hier passt halt wirklich für 4 Personen etwas rein. Die Klappe lässt sich natürlich auch wieder elektrisch verschließen. Einfach ein schönes Luxusauto und beim Sportturismo ja ganz witzig. Wir haben hier oben tatsächlich noch einen kleinen Spoiler, der sich dann rausfährt ab einer gewissen Geschwindigkeit. Ja, wahrscheinlich der einzige Kombi auf der Welt mit Spoiler und auch nochmal hier im Seitenprofil das Fahrzeug. Ja, einfach ein geiles Teil. Die schönste Limousine der Welt, in meiner Meinung nach. Den Luftauslass haben wir hier auch in schwarz Hochglanz lackiert. Die Türöffner sind auch in schwarz Hochglanz lackiert. Und auch die Unterschale von den Seitenschieberegeln ist auch in schwarz Hochglanz lackiert. Vorne haben wir natürlich auch wieder das Sportdesign-Paket, das beim Panamera einfach so gut aussieht, dass es jetzt in der Zwischenzeit beim Facelift eigentlich schon Standard ist. Wir sehen es da schon, wir haben da das Radar für das Porsche InnoDrive. Ja, das Fahrzeug hat das auch, hält die Spur von alleine und allen drum und dran. Im Prinzip ist das eigentlich schon autonomes Fahren. Man muss halt nur manchmal ein bisschen aufpassen. Matrix-LED-Scheinwerfer haben wir natürlich auch. Das sind die, die dann auch wirklich so wunderbar den Verkehr ein- und ausblenden und man sich wirklich um wenig kümmern muss. Das haben wir schon mal so ein bisschen in der alten Panamera 4SE Hybrid Review gezeigt. Wobei ich sage alt, das Fahrzeug ist hier natürlich älter. Das andere ist das aktuelle Modell. Und ja, das war wirklich
wirklich ein unglaublich geiles Auto. Der hier jetzt natürlich oldschool, reiner Verbrenner, 4 Liter Twin-Turbo V8 mit 460 PS. Das Facelift hat, glaube ich, jetzt 20 PS mehr mit 480 PS, aber dennoch wirklich ein wirklich schnelles Auto. Die Hybride sind, finde ich, ein bisschen zeitgemäß, aber wer noch so ein bisschen, sage ich mal, Oldschool-Fun haben will, die GTS, die sind echt genial. Und dieses Fahrzeug, ich bin noch kein Panamera gefahren, keine viertürige Limousine gefahren, die sich so unheimlich gut fährt. Dann der Innenraum. Wir haben das GTS-Paket, das heißt, wir haben schwarzes Leder mit Alcantara und kreidenen Ziernähten, richtig genial. Wir haben die 18 Wegesitze, ja, die sind halt heftig gut, man kann sich die wirklich ganz perfekt einstellen, natürlich in Verbindung mit dem Memory-Paket, was man einfach für diese Sitze braucht, deswegen ist es ja auch immer Standard dabei. Und hier unten Burmester Soundsystem, irre gut in diesem Panamera. Wir hatten das schon mal in dem Turbo Cabriolet vom 992. Da sage ich mal, ist mehr Gimmicken. In der 11er ist einfach ein lautes Auto, aber hier das Auto ist so leise. Da ist dieses Klangerlebnis schon wirklich eine feine Sache und man hat so viele Einstellmöglichkeiten. Das sprengt schon so ein bisschen den Rahmen hier, was ich in einer Review zeigen kann. Ja, hier unten haben wir dann natürlich ganz normal das Porsche InnoDrive in Form eines Radarabstandshalters, wie wir uns den einstellen können. Natürlich selbe Infotainment Screen. Hier ist jetzt ein bisschen ein Unterschied. Die Auflösung ist nicht ganz so hoch wie im aktuellen Modell. Und hier können wir uns auch nochmal den Spoiler ausfahren und wir haben auch das Fahrwerksniveau, was wir uns entsprechend einstellen können. Fahrzeug hat hier natürlich auch das Luftfahrwerk und sonst sämtliche Helferlein. Ich sagte schon, Hinterachslenkung, Porsche Torque Vectoring, das PTV und natürlich das PDCC Sport. Ja, was nochmal einen kleinen Ticken besser reagiert als in dem Cayenne. Und das ist wirklich die höchste Ausstattung für performance-technisch, was man in einem Panamera alles reinmachen kann. Sport Chrono haben wir natürlich auch hier mit dem Drive Mode Selector, wie wir das auch aus den ganzen anderen Reviews kennen. Es ist einfach ein nice to have und passt zu einem GTS natürlich sehr gut. Verbrauch sage ich jetzt mal nichts zu, ne? Wir sind nicht großartig weit gefahren, da brauche ich jetzt keine Aussage zu machen. Hier haben wir natürlich auch nochmal schön die Assists, die wir uns dann anzeigen lassen können. Und wir haben auch ein Head-Up-Display, was wir uns einstellen können. Das ist wirklich unglaublich, wie viel Technik dieses Auto hat. Und ja, wir sind immer noch nicht durch. Dieses Auto hat eine sehr seltene Ausstattung bei einem Panamera. Die 8 Wege elektrischen Sitze hinten und die kann man trotzdem noch umklappen. Hier Griffe und dann kann man sie trotzdem noch umlegen. Und dann ist das hier auch alles flach und man hat eine unheimlich große Ladefläche. Und das ist doch einfach genial. Elektrische Sitze, was ja wirklich extremer Luxus ist, wie es man aus der Luxusklasse gewohnt ist. Und dann kann man trotzdem noch die Praktikabilität von einem Kombi. Also es ist unglaublich, was so ein Panamera alles kann. Es fährt sich im Prinzip so 80% wie ein 11er, wie wirklich ein Sportwagen. Hat dann aber trotzdem Luxusklasse, gerade hier hinten im Fond, aber auch vorne. Es ist krass einfach, dennoch dieses Burmester Soundsystem, was auch einfach nur genial ist und auch extrem teuer ist, aber entsprechend wertet es so ein Fahrzeug natürlich auf. Und noch ein schönes Panoramadachsystem und wir sind immer noch nicht durch. Fahrzeug hat natürlich auch die Privacy-Verglasung, aber dieses Fahrzeug hat auch die Geräusch- und Wärmeschutzverglasung. Macht das Auto noch ein bisschen ruhiger. Und hier hinten, weshalb wir noch nicht durch sind, wir können uns denn hier hinten noch das Panoramadach öffnen. Na, das ist zweigeteilt, nicht wie im Cayenne oder Macan, wo das nur ein einziges Glasdach ist. Hier ist das wirklich zweigeteilt. Kann man sich hinten komplett selbst einstellen, wie man es möchte. Wir haben eine 2-Zonen-Klimaautomatik hier hinten. Im Konfigurator nennt sich das dann 4-Zonen-Klimaautomatik, weil vorne haben wir natürlich auch 2 Zonen und hier hinten haben wir auch 2 Zonen. Wir haben noch Sitzheizung, die wir uns aktivieren können. Optional hätte es hier auch noch Sitzbelüftung gegeben. Hat dieses Fahrzeug jetzt nicht, auch vorne nicht, weil mit dem Alcantara gibt es keine Sitzbelüftung. Da hätte man eine Lederausstattung nehmen können. Was auch witzig ist, ich kann hier hinten im Fond auch das Infotainment steuern. Also ich kann mir hier dieses Media einstellen, was wir für Musik hören wollen. Jetzt gerade mal zum Beispiel UFM. Spielen wir jetzt nicht ab, sonst hätte ich ein Copyright-System, aber wir können auch das Navi setzen. Ja, dann kann man doch tatsächlich noch die Position vom Beifahrersitz ändern. Also das heißt, wenn ich jetzt hier hinten sitzen würde, können wir tatsächlich die Sitzposition hier von diesem Sitz ändern. Können wir uns noch mehr Platz machen, uns chauffieren lassen. Das ist wirklich genial. Können die natürlich auch noch nach vorne schieben. Ist ja gar kein Thema. Und dann hat man hier wirklich Platz. Da kann man schon eigentlich, hat man den Executive, die lange Version, wenn man den Sitz hier komplett nach vorne schiebt. Das
ist Platz. Ja, da können schon fast 2 Leute hier hinten sitzen und die Sitze kann man sich hier natürlich auch noch komplett einstellen. Das hier kann man sich ausfahren, man kann sich die Lordose-Stütze einstellen. Natürlich die Neigung vom Sitz, 8 Wege. Krass. Ja, im Panamera Sport Turismo war ja der erste, wo es dann die Sitzbank gab. Hier haben wir ja die ganz normalen geteilten Sitze, 2 Einzelsitze und es gäbe sonst auch noch für den Panamera tatsächlich eine Sitzbank, wo man dann zu dritt hinten sitzen könnte. Richtig die Familienkutsche, nur halt eine etwas schnellere und besser ausgestattete. Mit Porsche-Wappen drauf natürlich. Also schon echt ein krasses Ding und beim Panamera, es ist einfach so ein geiles Auto. Ich verstehe nicht immer so ein bisschen, warum so viele Leute SUVs mögen, weil so ein Panamera macht eigentlich alles besser als ein SUV, ist genauso bequem, ist genauso luxuriös, verbraucht eine Menge weniger Sprit und fährt sich einfach so unheimlich viel besser. Also da kann Cayenne GTS mit PDCC, Hinterachslenkung alles versuchen, was er will. So ein Panamera fährt sich einfach um Welten besser und bringt, finde ich, auch wesentlich mehr Spaß. Und ich finde persönlich, gerade hier als Sporttourismus, sieht einfach so genial aus, dieses Auto. Und jetzt suchen wir uns mal den Björn. Na? Dann machen wir wieder ein paar richtig schöne Bilder und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Autobahn. Ja Leute, da haben wir den Björn und der Björn genießt jetzt mal hier richtig den Luxury Lifestyle, oder? Wie fühlt es sich da hinten an? Das ist schon sehr genial hier, diese Funktion mit dem Rücksitz. Ich habe mir den jetzt mal komplett nach vorne gemacht, das ist schon echt abartig. Das ist richtig gut. Auch dieses Raumgefühl, ne, was du hier an Platz hast hinten, das kommt jetzt gar nicht auf dem Weitwinkel, also gar nicht so rüber, ne, auf dem Display hier, aber es ist schon sehr genial. Also so kann man echt Auto fahren hinten. Ja, und ich hier vorne habe natürlich jetzt hier schön das InnoDrive an. Ich sage jetzt hier InnoDrive, bei den aktuellen Modellen würde das jetzt nicht mehr InnoDrive heißen, sondern einfach nur noch Spurhalteassistent mit Radarabstandshalter. Also das System erkennt jetzt keine Verkehrsschilder und passt die Geschwindigkeit entsprechend an. Aber es ist halt im Prinzip genau das, was man braucht. Ne? Also total easy, der 8-Zylinder, lautlos. Das Luftfahrwerk super komfortabel, obwohl das ja 10 mm tiefer ist als das normale Luftfahrwerk. Aber es ist halt super entspannt. Und so chauffieren wir dich ja zum Fotospot, ne? Ja, das könnte immer so sein. Aber hast recht, es ist echt auch hier hinten mega komfortabel und sehr entspannt. Also so lässt es sich echt reisen. Und elektrische Rücksitze ist halt schon so richtig Luxus, ne? Definitiv, ja. Also das hatten wir wirklich noch nie. Dem Panoramaglas, das ist natürlich traumhaft. Wobei, da hast du jetzt mehr von als ich. Ja. Aber sonst ist es einfach so ein geniales Auto. Und ja, die Autobahn ist jetzt leider voll. Das heißt, wir haben jetzt natürlich ein bisschen Pech. Wir können jetzt hier nicht großartig schnell fahren. Aber mal schauen. Vielleicht ergibt sich das noch. Eigentlich hatten wir es ja als zum Spaß gedacht, dass der Björn da hinten sitzt, so um das mal kurz zu zeigen, aber ihm gefällt es da tatsächlich sehr gut hinten. Also bei dem Platz hier natürlich, ich meine, wenn man sieht, wo der Sitz hier ist und wie viel Platz ich hier habe, dann ist das schon sehr bequem hier. Außerdem sieht man immer so schön, was der Fahrer macht. Es hat was Erhabenes, oder? Ja. Und das in einem Porsche. Wer hätte das gedacht? Ja, Porsche ist halt nicht immer nur 11er, ne? Porsche ist halt auch wirklich Luxus. Ja. Und so ein Luxus kann auch ein Cayenne nicht. Dafür brauchst du einfach so ein Panamera. Das ist halt wirklich purste Luxusklasse. Definitiv. Und vor allem mein Sitz ist ja auch verstellbar, ne? Also zumindest ja. Zum Teil. Aber sehr angenehm. Also hier kann man schon entspannt sitzen.
Es ist unglaublich, was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Ja, ich wollte gerade sagen, alleine hier jetzt zu sitzen mit dieser Landschaft, das ist natürlich der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Ich filme mal raus, aber diese Landschaft jetzt mit der Sonne, das sieht in live halt noch mal krasser aus. Das kommt jetzt im Video wahrscheinlich gar nicht so rüber, aber es sieht schon echt phänomenal aus. Ein bisschen Platz auf der Autobahn. So ein bisschen singen lassen, den 8-Zylinder wollte ich doch nochmal. Ist einfach doch ein sehr charmanter Motor. So, hoffen, dass der Kollege uns hier noch ein bisschen rüber lässt. Nee, der andere Kollege überholt ihn rechts. Ach, das ist so schön auf der deutschen Autobahn manchmal. Naja, also wir tuckern jetzt hier ganz entspannt wieder zurück zum Porsche-Zentrum. Ich hoffe, euch hat die Review hier wieder gefallen. Endlich mal wieder Panamera. Und endlich mal Sport Turismo Unterwalz GTS. Hat wieder mega Spaß gebracht. Irre sportliches Auto. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao!